Ich begrüße euch zu einem neuen Video, zum ersten Video im neuen Jahr. Ich dachte, für den Einstieg ins neue Jahr zeige ich euch mal meine Tagesroutine, wie mein Alltag typischerweise aussieht. Ich zeige euch meine Morgenroutine, wie ich typischerweise meinen Alltag im Homeoffice gestalte und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich versuche den Morgen so ruhig wie möglich zu gestalten. Und was bei mir ganz wichtig ist, dass ich ganz in Ruhe morgens meinen Kaffee alleine trinken kann. Deswegen stehe ich vor allen anderen auf. Ich stelle mir eigentlich immer einen Wecker um 6:30 Uhr morgens. Und als allererstes trinke ich Kaffee und das wirklich ganz alleine. Deswegen stehe ich so früh auf, obwohl ich es eigentlich gar nicht müsste. Zwischen 7 und halb 8 steht dann irgendwann mein Sohn auf und der kuschelt sich dann zu mir aufs Sofa. Und dann irgendwann geht das morgendliche Fertigmachen meines Sohnes los. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Er geht dann morgens in die Kita und mein Mann und ich versuchen uns da ein bisschen abzuwechseln, wer ihn morgens bringt und wer ihn abholt. An diesem Morgen hat mein Mann ihn gebracht. Das heißt, ich hatte den kompletten Morgen dann auch zu Hause. Und nach dem Kaffee ist für mich natürlich ganz typisch erstmal der Gang ins Bad und da geht dann meine morgendliche Pflegeroutine los. Ja, das ist die bittere Wahrheit, muss man dazu sagen. Ja, ich schlafe einfach zu wenig. Ich war auch gestern Abend wieder zu spät im Bett. Deswegen meine Augenringe. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um meine Haut und ich zeige euch meine morgendliche Pflegeroutine. Und da benutze ich seit einiger Zeit die Produkte von Yepoda. Yepoda hat sich zum Ziel gesetzt, die koreanische Hautpflege nach Deutschland zu bringen, weil die koreanische Hautpflege ja ist so ein bisschen als Geheimwaffe bekannt und dafür bekannt, dass man besonders makellose und reine Haut hat. Und ja, Yepoda bringt diese Produkte jetzt nach Deutschland und hat ganz viele tolle Hautpflegeprodukte auf den Markt gebracht. Ich freue mich sehr, dass ich für dieses Video mit Yepoda zusammenarbeiten darf. Und wie gesagt, ich benutze diese Produkte jetzt schon seit längerer Zeit. Ich habe ausführlich getestet und ich muss sagen, ich bin wirklich schwer begeistert. Das Tolle an den Produkten ist, dass sie einmal ja, frei von sämtlichen Farbstoffen, Paraben, Silikon sind, sie sind tierversuchsfrei und sie sind vegan. Sie beinhalten natürliche Inhaltsstoffe und die Produkte sind mittlerweile wirklich zu einer festen Routine am Morgen und am Abend geworden. Meine beiden Routinen unterscheiden sich so ein bisschen voneinander. Ich benutze unterschiedliche Produkte, ist auch ganz logisch, dass man was anderes, eine andere Tagescreme beispielsweise nimmt als eine andere Nachtcreme. Was ich aber sowohl morgens als auch abends benutze, und das ist auch der allererste Step, ist halt das Gesicht zu waschen und dafür benutze ich das hier, The Bubble Double. Das ist ein Waschschaum mit Salicylsäure und Granatapfel und den finde ich wirklich sehr, sehr klasse. Also wie gesagt, den benutze ich morgens und auch abends, aber abends gibt es noch einen anderen Step vorher. Zeige ich euch auch gleich. So, Gesicht fühlt sich richtig schön gereinigt an und abends, habe ich schon gesagt, benutze ich noch etwas anderes, ein anderes Produkt vorher, denn abends mache ich den sogenannten Double Cleanse und dafür benutze ich vorher dieses Produkt hier, The Calm Balm. Und das hier ist mein absolutes Lieblingsprodukt, muss ich sagen. Also The Calm Balm reinigt und pflegt die Haut gleichzeitig. Hier ist Kokosöl, Olivenöl und Spirulina drin und wie gesagt, ich liebe das Zeug. Also das funktioniert so, das ist eine ganz feste Konsistenz, ist klar, es ist ja halt auch Öl eigentlich. Dafür nehme ich diesen kleinen Spatel, der mit dabei ist und mache mir eine kleine Menge raus. Das wird dann zwischen den Händen verrieben, damit das schön schmilzt und dann schmiere ich mir das ins Gesicht. Also ich nutze das auch, um mich abzuschminken abends, um mir das Make-up aus dem Gesicht zu machen und es funktioniert wahnsinnig gut. Also ich brauche gar kein anderes Abschminkprodukt mehr, außer ich benutze nur noch ein Micellenwasser für ja, die Wimperntusche, um die runterzukriegen. Und einmal kurz ein bisschen aufschäumen mit Wasser. Dann nehme ich ein Tuch, lasse da richtig warmes Wasser drauf laufen und dann lege ich mir das erstmal einfach aufs Gesicht. Lass die Wärme sozusagen kurz einziehen, damit die Poren sich öffnen und dann nehme ich das Tuch und ja, rubbel das, oder was heißt rubbel, gehe so ein bisschen hoch und runter und massiere das in die Haut ein, beziehungsweise nehme das damit auch ab, aber nur damit, nur mit Wasser kriegt man das dann nicht runter, dafür braucht man dann nochmal den Bubble Double.
Und nach diesem Double Cleanse am Abend, also ich sage euch, das ist mein absoluter Favorit, dieses Double Cleansing. Meine Haut danach fühlt sich so weich an und so schön gereinigt. Ich muss ja gestehen, dass ich früher das mit dem Abschminken nicht ganz so ernst genommen habe abends. Aber mittlerweile freue ich mich richtig drauf, weil ich liebe dieses Hautgefühl danach. Und ja, erzähle ich dann später, wenn ich euch meine Abendroutine auch nochmal zeige, auch nochmal, ja, wie ich das jetzt handhabe, weil ich mache das nämlich nicht mehr direkt vorm Schlafengehen, weil dann habe ich nämlich so dieses Problem, dass ich abends so müde bin und gar keine Lust mehr habe, mich noch abzuschminken. Deswegen mache ich das jetzt nämlich anders. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnt lassen. Also das hier, The Calm Balm, ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte. Aber weiter geht es mit meiner Morgenroutine und als nächster Schritt benutze ich dann The Mist Have. Das ist ein Toner, der aufgesprüht wird aufs Gesicht und das versorgt die Haut nochmal mit richtig viel Feuchtigkeit und genau das mache ich jetzt nämlich. So, das reicht schon. Man spürt richtig, wie sich das auf die Haut legt und dann warte ich ein paar Minuten, bis das eingezogen ist. In der Zeit putze ich mir die Zähne. Das ist auch sowohl für morgens und auch abends. Und ganz praktisch übrigens finde ich, dass bei den Fläschchen auch immer Symbole sind und drauf steht, ob das jetzt für den Morgen oder für den Abend ist und auch welcher Step der Beauty-Routine das Ganze ist. Das war nämlich etwas, was mich am Anfang ja fast ein bisschen überfordert hat, dass es so viele verschiedene Produkte waren und ich gar nicht wusste, okay, in welcher Reihenfolge muss ich das denn jetzt benutzen, bis ich gesehen habe, es steht tatsächlich da drauf. Also hier steht Step 3. Weiter geht's. Ein Produkt zeige ich euch jetzt noch, das ich anfangs immer morgens benutzt habe, mittlerweile aber in meiner Abendroutine integriert habe. Und das benutze ich auch nicht täglich, sondern ungefähr 2- bis 3-mal die Woche. Das ist nämlich eine Gesichtsmaske. Und zwar ist das diese hier, The Detox heißt sie. Diese Maske beinhaltet Kurkuma und Vitamin C und die mag ich auch wirklich sehr. Das Ganze sieht so aus und kommt mit so einem kleinen, super weichen Pinsel. Damit trage ich das dann auf die Haut auf und lasse diese Maske 15 Minuten einwirken. Benutze ich so circa alle 2 bis 3 Tage. Aber wieder zurück zu meiner Morgenroutine. Und zwar benutze ich als nächstes ein Serum und zwar ist es dieses hier, The Repair Hero heißt es. Das ist ein Serum, das die Haut auch nochmal richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt und ja auch einen Anti-Aging-Effekt hat, kann nicht schaden. Und das Schöne an diesen Serien ist ja, dass sie so schön ergiebig sind und ich mache immer einfach einen Tropfen, ups, jeweils auf die Wangen, einen auf die Stirn und dann klopfe ich das immer so ein bisschen in die Haut ein. Und lasse es immer noch mal kurz ein bisschen einwirken und in der Zeit kümmere ich mich dann meistens um meine Haare. Nicht wundern, ich habe gerade geschleppert. Ich habe gestern Abend meine Haare gewaschen, beziehungsweise war gestern Abend duschen und ich mache ja so halb die Girly Girl Methode, nenne ich es mal. Und was ich dann morgens mache, wenn ich nicht morgens dusche, also meistens, ich dusche mittlerweile echt lieber abends. Was ich dann morgens mache, ich befeuchte die Haare einfach nur ein bisschen und knete mir dann ein bisschen hiervon rein, von dem von dieser Curl Activator Cream von Cantu. Das knete ich einfach ein bisschen ein und lasse dann die Haare erstmal in Ruhe. Dann kommt der letzte Schritt in meiner Hautroutine, das ist natürlich eine Feuchtigkeitscreme und die von Yepoda heißt The Make My Day Cream. Die Flaschen sind übrigens alle auch aus Glas und hier drin ist Cica, Jojoba und Shea Butter. Und ist auch so richtig schön, ja, ich finde, hier mag ich wirklich, dass man richtig merkt, wie die Haut mit Feuchtigkeit nochmal versorgt wird. Und ich habe nachgeguckt, also Cica ist wohl ein Wirkstoff, der wohl ganz typisch für die K-Beauty-Produkte ist. Und der wohl aber auch eine ganz tolle Wirkung hat, der nämlich das Kollagen, die Kollagenbildung anregen soll. Und wie gesagt, auch das gehört mit zu meinen Lieblingsprodukten und auch definitiv die Creme für abends. Das ist nämlich diese hier, The Midnight Magic. Hier ist noch Lavendel mit drin und das ist auch gar nicht eine typische Nachtcreme, sondern eher eine Nachtmaske. Und das heißt, die Haut, es zieht nicht direkt, wenn man das aufgetragen hat, in die Haut ein, sondern
passiert im Laufe der Nacht. Also das ist wirklich so eine richtig krasse Pflege, die über Nacht einwirkt und die liebe ich auch absolut, muss ich sagen. Ja, steht auch drauf, Sleeping Mask. Auch ein absolutes Favoritenprodukt von mir. Aber jetzt kümmern wir uns ja erstmal um die morgendliche Haut und ich nutze die Make My Day Cream. Ich nutze immer ungefähr so viel. So viel zu meiner morgendlichen Hautpflegeroutine. Ich mag die Produkte von Yepoda wirklich sehr gerne. Also auch wenn das eine Kooperation ist, ich habe diese Produkte vorher ausgiebig getestet. Und wenn auch ihr die Produkte testen möchtet, findet ihr den Link zum Shop direkt in der Infobox. Und falls ihr bestellt, nutzt auf jeden Fall meinen Code, den ich euch hier einblende, denn damit könnt ihr 33% auf eure Bestellung sparen. Die Anwendung der Produkte für abends zeige ich euch später natürlich auch noch in meiner, ja, in der Abendroutine. Jetzt geht es aber erstmal mit meinem Morgen weiter. Einer meiner Vorsätze für das neue Jahr ist wieder ein bisschen mehr Bewegung reinzukriegen. Das habe ich ja letztes Jahr eigentlich ganz gut gemacht. Ich habe relativ viel Sport gemacht, es dann aber in den letzten Monaten echt schleifen lassen und gar nichts mehr gemacht. Und ich merke jetzt, dass mir das extrem fehlt. Deswegen habe ich wieder angefangen, morgens ganz locker erstmal einfach ein bisschen Yoga zu machen. Ich habe mir ein paar Programme rausgesucht, auch ganz realistisch, nicht zu lang. Das sind maximal 15 Minuten, die ich aktuell morgens mache. Und bis vor kurzem war es noch so, dass ich möglichst immer sofort am Schreibtisch und sitzen wollte, um anfangen zu arbeiten, nachdem ich den Kleinen in die Kita gebracht habe. Aber diese 15 Minuten nehme ich mir jetzt am Morgen, weil ich merke, ich brauche das einfach und es tut mir total gut. Und 15 Minuten sind einfach nicht die Welt. Die Zeit kann ich mir nehmen. Und im Anschluss daran mache ich mich dann erstmal fertig. Das heißt, ich ziehe mich an und dann geht es frühstücken. Auch etwas, das ich längere Zeit habe ausfallen lassen, einfach aus der Sorge, dass ich nicht genug Zeit habe, um zu arbeiten. Erstmal natürlich nochmal Kaffee machen. Meistens mache ich mir einfach ein Porridge mit ein bisschen Obst obendrauf, was wir noch so da haben. Ich mache mir im Moment auch total gerne ein bisschen Lebkuchengewürz da rein. Das habe ich hier gemacht. Hier habe ich jetzt ein Porridge mit Birne und ein bisschen Mandeln. Mit Kaffee, Porridge und einer Flasche Wasser, ganz wichtig, geht es dann für mich auch direkt an den Schreibtisch. Ich frühstücke immer am Schreibtisch und fange dann beim Frühstück immer so leicht an zu arbeiten, mache dann meistens dann sowas wie Kommentare beantworten oder E-Mails lesen. Und wenn das Frühstück gegessen ist, nehme ich mein Bullet Journal zur Hand, das ich dieses Jahr wieder vermehrt nutzen möchte. Letztes Jahr habe ich das auch schon gemacht und habe da aber auch so ein paar Learnings gehabt. Montags mache ich das immer so, ich plane mir meine komplette Woche ein bisschen, gucke mir an, was steht ungefähr auf dem Plan, was muss ich noch machen und schreibe mir dann für jeden Tag, für jeden Wochentag meine To-Dos auf und an jedem jeweiligen Tag feile ich das dann nochmal so ein bisschen aus. Gucke dann nochmal ganz genau, was davon ist doch schon erledigt vielleicht und was nicht, was muss unbedingt gemacht werden. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass ich meine To-Do-Liste für den Tag nicht zu voll knalle. Ich schreibe mir immer so die Kernaufgaben auf, die obersten Prioritäten, die Sachen, die auf jeden Fall an diesem Tag gemacht werden müssen und alles weitere, was ich schaffe, ist so die Kirsche on top. Mein Problem vorher war nämlich, dass ich mir die To-Do-Liste immer so voll geballert habe mit sämtlichen To-Dos, die alle an einem Arbeitstag überhaupt nicht zu bewältigen waren. Das hat nur in Stress resultiert und Frustration und das mache ich jetzt nicht mehr. Damit geht es mir wirklich besser. Ich arbeite viel stressfreier und das ja als kleiner Tipp von mir an euch, vielleicht an diejenigen, die auch selbstständig zu Hause arbeiten, eine realistische To-Do-Liste für den Tag, ganz, ganz wichtig. Nach dem Frühstück geht es dann richtig los mit der Arbeit und dieser Tag, an dem ich mitgefilmt habe, war ein Drehtag für den Bücherkanal. Ich habe ja sowohl diesen YouTube-Kanal als auch einen Bücherkanal, mache das selbstständig und noch so ein paar kleine Sachen nebenbei. Und bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich das so machen kann. Mit Grund dafür, dass das überhaupt möglich ist, seid ihr. Deswegen freue ich mich immer sehr über eure Unterstützung. Und deswegen eine kurze Anmerkung. Falls euch das Video gefällt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und etwas in die Kommentare zu schreiben. Ich freue mich sehr, von euch zu hören.
Ich mache das generell immer so, an Drehtagen drehe ich nicht nur ein Video, sondern ich drehe direkt mehrere. Weil wenn ich schon mal den ganzen Aufbau mache, dann soll es sich natürlich auch lohnen. Das ist viel effizienter so, wenn ich schon aufgebaut habe, dann auch direkt mehrere Videos. Bedeutet natürlich, dass man im Vorfeld auch mehrere Videos schon vorbereitet haben muss, einen Plan haben muss ungefähr dafür. Das habe ich hier. Ich habe an diesem Tag 3 Büchervideos gedreht. Und in typischer YouTuber-Manier versucht man das natürlich so aussehen zu lassen, als ob diese Videos alle an unterschiedlichen Tagen entstanden sind. Dreh ist geschafft für heute. Es hat sehr lange gedauert, aber es waren noch 3 Videos, die ich gedreht habe. Und im Wohnzimmer herrscht das absolute Chaos. Und was ich nach so einem Dreh immer mache, ist, dass ich als allererstes mich wieder an den Schreibtisch setze und die ganzen Dateien auf meine externe Festplatte kopiere, damit mir da nichts aus Versehen gelöscht wird oder verloren geht oder sonst irgendwas, weil das ist halt nämlich super ärgerlich. Alles schon passiert, alles schon da gewesen. Ich werde jetzt erstmal locker machen. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und wie gesagt, werde die Dateien kopieren und werde dann jetzt erstmal so ein paar Minuten relaxen, meinen Kaffee dabei trinken. Und dann werde ich nämlich schon mit einem To-Do anfangen, das ich mir eigentlich für morgen aufgeschrieben habe. Das heißt, ich nehme mir ein bisschen Arbeit vorweg. Um die Mittagszeit rum, ja, meistens so zwischen 1 und 2 gibt es da Mittagessen und ich mache mir eigentlich immer irgendwas, was wir da haben, irgendwas Kleines, Leichtes, entweder Brote oder ein Salat. An dem Tag war vom Vorabend noch ein bisschen Reis mit Gemüse übrig. Das habe ich mir warm gemacht und dazu ein Salat. Der war schon fertig gewaschen und alles, deswegen musste ich das einfach nur in die Schale machen. Und ja, Mittagessen, auch das nehme ich eigentlich immer am Schreibtisch zu mir, aber gucke mir dann dabei meistens irgendwie was an. Und dann arbeite ich weiter bis zum Nachmittag. Es ist jetzt nachmittags. Ich habe Feierabend gemacht, schon vor einer halben Stunde ungefähr. Und in der letzten halben Stunde habe ich halt so ein paar Sachen gemacht, die im Haushalt angefallen sind, die ich nicht während meiner morgendlichen Putzroutine machen konnte. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, die haben wir nämlich heute Morgen laufen lassen und dann habe ich das dreckige Geschirr eingeräumt und ich habe Wäsche gefaltet und neue aufgehängt und jetzt gerade nochmal eine neue Ladung reingeschmissen und ich habe jetzt noch 20 Minuten, bis ich losfahren muss, um meinen Sohn von der Kita abzuholen. Und diese 20 Minuten nutze ich jetzt auch wirklich für mich. Ich setze mich hin aufs Sofa und ich mache gar nichts. Einfach jetzt kurz ein bisschen die Seele baumeln lassen für 20 Minuten. Muss auf jeden Fall sein, tut gut. Und Essen koche ich dann hinterher, wenn mein Sohn dann zu Hause ist, gucke ich, ob ich das irgendwie dazwischen quetschen kann oder dass er irgendwie da ein bisschen spielt, dass ich damit dann hoffentlich kochen kann. Mein Mann ist übrigens heute nicht zu Hause. Wenn er zu Hause ist, dann packt er natürlich auch mit an. Gestern beispielsweise haben wir das so gemacht, ich habe den Kleinen geholt und in der Zeit hat mein Mann dann hier gekocht. Normalerweise teilen wir uns das dann so auf, aber jetzt heute bin halt ich alleine zu Hause, deswegen geht das natürlich nicht. Pause, ganz wichtig, muss sein und die nehme ich mir jetzt auch. Wenn ich meinen Sohn aus der Kita abgeholt habe, spielen wir meistens danach einfach noch ein bisschen. Und wenn ich es vorher noch nicht gemacht habe, kümmere ich mich dann ums Abendessen. Wir essen abends immer warm. An dem Abend gab es ein super einfaches Gericht, Spaghetti mit ein paar Kräutern und Tomätchen. War sehr lecker, aber auch sehr einfach. Und auch nach dem Essen spielen wir noch ein bisschen zusammen, bis wir ihn dann um 7 Uhr abends meistens fertig fürs Bett machen. Und dann lesen wir noch eine Geschichte zusammen und Einschlafbegleitung. Und gegen, so zwischen 7:30 und 8 schläft der Kleine dann. Der Kleine schläft. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Was ich nämlich jetzt immer mache, ich schminke mich nämlich ab und mache so meine abendliche Hautpflegeroutine direkt, nachdem der Kleine eingeschlafen ist. Weil ich habe es ja schon kurz angedeutet. Früher habe ich das gemacht,
bevor ich ins Bett gegangen bin. Und häufig war ich dann so müde und hatte überhaupt gar keine Lust mehr, mich noch groß abzuschminken und habe es einfach sein gelassen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil es ist einfach so wichtig. Bevor ich mich abschminke, muss ich erstmal meine Kontaktlinsen rausnehmen und ich mache mit Micellenwasser einfach so ein bisschen die Wimperntusche ab. Dann kommt der Calm Balm von Yepoda zum Einsatz. Ich habe euch ja heute Morgen schon beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme hier dieses kleine Löffelchen. Ich nehme ungefähr so viel. Und dann das hier wieder. Ich liebe das. Noch eincremen mit der Midnight Magic und fertig. Zähneputzen kommt wirklich erst vorm Schlafengehen. Ich nehme ungefähr so viel. Abends passiert dann hier meistens wirklich nicht mehr viel. Es geht erstmal in die Jogginghose oder Schlafanzughose, was Gemütliches anziehen und ab aufs Sofa. Entweder wir gucken unsere Serie zusammen oder ich lese ein bisschen, mache ich auch sehr gerne abends. Sonst passiert nichts mehr. Das ist mein typischer Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dann!